Wir bauen jetzt mal gemeinsam diesen Rennwagen auf Tubeless um. Und da gibt es auch nur zwei Optionen meiner Meinung nach. Die eine feiere ich und die andere kann man auch machen. Und ob man jetzt Team Tubeless ist oder nicht Team Tubeless, das muss jeder für sich entscheiden. Ich sage ganz klar, wenn ich die Option habe, dann doch mal irgendwo drüber zu fetzen und hier kommt ein Loch rein und dann wiederum die Option habe, dass das dann von alleine sich wieder irgendwie stopft und ich dann doch noch nach Hause komme, finde ich das ziemlich geil. Und ich kann ein bisschen weniger Luftdruck fahren. Und ja, jetzt könnte man noch über rotierende Masse diskutieren und was das für Vor- und Nachteile hat. Aber ganz ehrlich, in diesem Video geht es darum, wie baue ich mein System auf Tubeless um, Schritt für Schritt. Bevor du jetzt irgendwas auseinanderrufst, check erstmal, ob du alles hast. Eine geeignete Tubeless-Milch zum Beispiel. Sekunde. Einer unserer neuen abgefahrenen Tubeless-Ventile. Tücher zum Saubermachen. Falls ihr das System nicht vorher sauber gemacht habt, macht es sauber. Ihr spart euch einfach Zeit. Und eine vernünftige Pumpe. Glaubt mir, eine vernünftige Pumpe ist beim Tubeless-Aufbau der Gamechanger. Ganz ehrlich, bei diesem Schritt gibt es kein Zaubermittel. Lasst so viel Luft aus dem System heraus, wie möglich ist. Umso weniger Luft hier drin ist, gerade wenn ein Schlauch verbaut ist, umso einfacher bekommt ihr gleich den Mantel von der Felge runter. Dementsprechend alles raus, was geht. Jetzt löst ihr den Mantel von eurer Felge. Das heißt, mit den Fingern drückt ihr den Mantel weg vom Felgenrand. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier minimal Platz und auf der anderen Seite haben wir es auch. Denn eine Felge ist immer so aufgebaut, dass sie so eine Kuhle hat und jetzt haben wir mehr Spielraum für den Mantel und können es besser runterbekommen. Ich behaupte jetzt einfach mal felsenfest, es gibt nur zwei Möglichkeiten, einen Mantel jetzt von seiner Felge zu bekommen. Man reißt die mehr wieder runter mit ganz viel Kraft, wenn du richtig krasse Pranken hast. Oder viel smarter ist, du nimmst so einen anständigen Reifenheber und hebelst ihn runter. Geht schneller, kostet weniger Kraft, macht die Finger nicht kaputt. Ich empfehle immer gegenüber von dem Ventil anzufangen, weil es deutlich einfacher ist. Aber Reifenheber rein, Physik ausnutzen, nach unten drücken. Zack, wir haben gewonnen. Da unser Laufrad schon Tubeless ready ist, müssen wir jetzt den Mantel auch nicht komplett runter machen. Wir kontrollieren jetzt einmal, ob das Tubeless-Band in Ordnung ist und ob die Flanken sauber sind, weil wenn die Flanken nicht sauber sind, kann sich nachher der Mantel nicht anständig sitzen und es wird nicht dicht und sifft wie Sau. Luft raus, check. Mantel runter von der Felge, check. Tubeless-Band kontrolliert, check. Wenn nicht, neues Tubeless-Band einkleben, check. Flanken kontrolliert, ob die sauber sind, check. Neues Tubeless-Ventil einbauen. Ganz wichtig, diesen kleinen Dichtungsring vorab ziehen. Weitere wichtige Informationen. Ich mache das jetzt so, nur um euch zu zeigen, was ich hier mache. Macht es am besten ohne Reifen oder dann, wenn ihr es so macht wie ich, natürlich von der anderen Seite, damit gleich der Reifen nicht im Weg ist. Ich muss ihn gleich einmal drüber heben. Reinpacken, draufdrücken. Die kleine Dichtung nehmen, ganz wichtig, nicht verlieren, die brauchen wir, sonst wird das nicht dicht. Die schieben wir jetzt hier drüber, nehmen unsere Kontermutter, drücken oben ganz fest drauf mit dem Daumen. Und dann einfach nur festziehen. Wir brauchen ja auch kein Tool, gar nichts. Da die Mutter eine Einkerbung hat, können wir schön mit den Fingern es festziehen. Und auch hier, nach sehr fest, kommt sehr lose und sehr teuer meist. Variante Nummer 1 der Tubeless-Montage. Ich bin der große Fan davon, den Mantel erstmal wieder komplett auf die Felge zu machen, einmal aufzupumpen, zu schauen, ob alles sitzt und dann über das Ventil die Tubeless-Milch in das System zu füllen. Ihr erinnert euch an den Part ganz am Anfang mit der guten Pumpe? Kommt genau jetzt ins Spiel. Wir brauchen eine Pumpe, die richtig viel Luft pumpen kann. Bam, 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 bam. Aber warum finde ich diese Variante jetzt deutlich besser als die andere? Ganz einfach. Ich weiß jetzt schon vorab, bevor hier irgendeine Tubeless-Milch drin ist, der Reifen wird sich setzen. Beziehungsweise der Reifen hat sich schon gesetzt. Ich schraube gleich das Ventil raus, drücke dabei nicht auf die Flanken, fülle die Milch über das Ventil ein und es wird auf Anhieb klappen, ohne große Sauerei. So, das Ventil ist raus. Jetzt nehmen wir unsere Milch, schütteln die einmal kräftig durch. Und hier drauf sehen wir auch, für ein 29 Zoll Laufrad sollen wir 100 bis 120 Milliliter nehmen. Und das Geile ist, hier sind zwei Skalen drauf. Einmal, wenn die normal steht und einmal, wenn die auf Kopf steht. Damit ihr sehen könnt, wie viel gerade drin ist. Könnt ihr es sehen? Flasche drauf und keine Sauerei. Jetzt machen wir 100 Milliliter rein. Und da ich nicht sehen kann wegen der Kamera, drehen wir es jetzt um. Aber wir haben hier die Skala. Jetzt kann man perfekt auf der Skala hier erkennen, dass wir von 250 runter auf 150 sind und haben 100 Milliliter drin. Und immer noch keine Sauerei. Dreht das System einfach um beim Abnehmen der Flasche und dann kleckert da gar nichts. Nicht ein Tropfen, nicht ein Tropfen. Ich liebe es. Jetzt müssen wir logischerweise auch irgendwie wieder Luft in dieses System bekommen. Zwei Optionen. Die Pumpe kann mit diesem großen Ventil umgehen. Wenn nicht, müssen wir den Ventilkern wieder eindrehen. Und dann haben wir auch mitgedacht, mit der Kappe vom Ventil können wir den Ventilkern festdrehen. Ding. Schaut es an. Nichts, nicht ein Tropfen, nirgendwo, gar nichts. Das Ding ist sauber. Einmal durchschütteln die Milch. Und nirgendwo kommt was raus. Der Reifen sitzt richtig.
Fertig, Variante 1. Kommen wir zur Variante Nummer 2. Und ich bin offen und ehrlich zu euch, ich mag diese Variante nicht, weil die Möglichkeit, sich jetzt zu versauen, ist signifikant höher. Aber dennoch, ich zeige euch das jetzt einmal. So, wie bei dem Laufrad vorne machen wir eigentlich im Grunde alles genauso. Wir lassen die Luft raus, wir holen den Mantel runter, wir schauen, haben wir ein Tubeless-Band, kontrollieren das Tubeless-Band. Haben wir kein Tubeless-Band, muss der Mantel komplett einmal runter. Dann packen wir das Tubeless-Ventil rein. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wir machen nicht den Mantel einmal drauf und pumpen Luft drauf. Nein, wir machen ihn nur halb drauf oder 3/4 und füllen hier unten über den offenen Mantel die Tubeless-Milch ein. Hat den Vorteil, dass wir das Ventil ein bisschen schonen. So, jetzt haben wir hier die besagte kleine Lücke. Jetzt nehmen wir unsere Tubeless-Milch und kippen das da rein. Und dann hoffen wir, dass der Mantel sich gleich setzt. Milch nehmen, schütteln. Das Schöne ist, wir wissen ja, dass hier knapp 100 Milliliter raus sind. Gucken wir auf unserer Skala, noch ein bisschen und fertig. Jetzt schauen wir, dass wir den Mantel drauf bekommen, ohne dass wir uns dabei komplett versauen. Ein bisschen drehen, damit es runterläuft. Ja. Auch kleiner Tipp, jetzt ist hier die Stelle versaut, wo ich bin, und hier ist sauber. Das können wir gleich über Kopf halten, ohne dass es uns entgegenläuft. Gewonnen. Hat sich komplett gesetzt. Yep. Ventilkappe drauf, damit das ordentlich aussieht. Und das war's schon, Leute. Ganz ehrlich, Variante 1 ist mein Favorit. Achtet einfach darauf, wenn ihr einen Tubeless-Umbau macht, dass ihr sauber arbeitet. Das ist das A und O und ihr spart euch ganz viel Zeit und Nerven. Eine gute Luftpumpe ist da auch ein Gamechanger. Da draußen wird ja immer noch behaupten, man braucht einen Kompressor. Nein. Arbeitet ihr sauber, sind die Flanken sauber, sitzt der Reifen anständig, könnt ihr jede normale Pumpe nehmen, die anständig Hub hat. Für die Style-Polizei da draußen, wenn der Mantel komplett runter ist, achtet darauf, dass der Schriftzug ordentlich ist. Mir persönlich ist das egal, aber die Style-Polizei würde dann im Bikepark euch eine Abmahnung geben dafür. Dementsprechend baut auf Tubeless um. Die Milch und die Ventile findet ihr jetzt bei uns im Online-Shop. Und viel Spaß dabei, ich gehe jetzt Fahrrad fahren. Auf Wiedersehen, ciao Kakao. Und damit du den maximalen Pannenschutz hast, solltest du ungefähr alle 6 Monate dein System einmal auffrischen. Also heißt Milch raus und neue Milch rein.